Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Outer Worlds. Ja, ich habe nochmal ein bisschen entleert mein Inventar und jetzt sind wir hier, habe ich nochmal durch die Quest durchgeschaut und gesehen, ja, hier, da, Außenpostenzugang. Au, da sollten wir vielleicht hin. Ja, der ist am nächsten dran, das ist die andere Position, bevor wir jetzt zu Ash dann wieder zurückgehen und wieder dann nochmal zurückgehen und... Weil da ist ja kein Schnellreisepunkt oder so gewesen. Deswegen gehen wir gleich da lang. Ja, das war das Gebäude, wo ich gesagt habe. Wo die Mantikönigin davor war. Genau da will ich hin. Soldat. Da wird es ein bisschen Spaß zum Zerrupfen geben. Was ist das? Da hinten ist noch ein Achso, das ist wahrscheinlich die Ortschaft. Ich schaue jetzt nochmal schnell da zurück, ob da noch irgendwo was rumfleucht. Nee, da waren wir auch schon. Sind wir da hinten auf der anderen Seite hochgegangen? Ich war. Obwohl. Gut, das glaube ich, lasse ich mir jetzt nicht entgehen, da hinten das Viech. Darauf habe ich schon Bock. Mal kurz speichern. Ja, ich will nicht immer alles von vorne machen müssen. Und da ist noch eine Mantikönigin. Ich hab's doch gewusst. Und hier liegt noch jemand tot im Gras. Eine Mega-Mantikönigin. Ah, was macht man nicht so alles für sein Geld, gell? Läuft bei mir. So. Ja. Ich finde das gut so. Ja. Das kann man lassen. Ist hier noch irgendwo? Und dann noch eine kleine Kiste. Raptidonfleisch. Ja, und da hinten sind wir dann schon wieder in der Stadt. Ja. Ein kleiner Abstecher. Einfach fürs gute Gewissen, dass ich das nichts vergessen habe. Und wir haben die Fähigkeiten von unseren Begleitern schon lange nicht mehr gebraucht. Ja. Merkt man schon langsam, dass wir da das nicht mehr so wirklich bräuchten. Naja, es sind schon viele Viecher. Au, wo kommst du denn jetzt her? Uah. Ja. Na, ich glaube, er hat mir aufs Maul gehauen. Oder versucht zumindest. Interessant. Was gibt's denn hier so? Adreno noch ein bisschen was. Ja. Da hinten geht's rein. Hier geht's noch rum. Hier sind hier keine weiter mehr. Schauen wir mal, ob es hier hinten nicht irgendwo noch eine Kiste gibt. Alpha. Da war eine Alpha-Wand. Glaubst du das? Oh Gott, da komme ich gar nicht durch. Hehe. Wäre schon witzig. Wenn er da auf einmal festhängen würde. Mir aber nirgendwo irgendwo drauf, glaube ich. Nö. Und die ist versiegelt, bis ich hier aufmache. Speichern wir mal ganz kurz. UDL. Code eingeben.
Zugänglich. Achtung, unbefugte Zugang aufzeichnen für sofortige Versetzung. Ah, ich würde sagen, alle tot. So viel zu der Versetzung. So, auch nur ein Schläger. Baseballcap gefunden. Ich bin gleich wieder überladen, wenn ich das so sehe. Ja, wegen 100-Bit-Modulen, ich weiß ja nicht, aber ich habe so eh so viele. Oh, okay, ich habe das gefunden, was ich suchen sollte. So wie es scheint. Sonst noch irgendwo was hier? Außer die Spinte? Nee. Nee. Dann haben wir hier noch ein Terminal. Nachrichten. Arbeitsordner. Kunde ist gebohrt. Kabel sind gelegt. Devil's Peak ist empfangbereit. Aber wir warten noch auf die Signalbestätigung aus dem Außenposten. Der ganze Ort stinkt nach Schwefel. Wir hätten Masken mitbringen sollen. Ich bin mir sicher, dass in den Höhlen unter dem Turm irgendwas gehört habe. Irgendwas lebt da. Ich hoffe, wir scheuchen es nicht auf, sondern sonst wird es für unsere Elektriker unangenehm. Aufzeichnen Ingenieur Wolkowitz. Wir kriegen Signale rein. Aus Amber Heights, Stellar Bay und Cascadia. Von Bayside Terrace und Aurora Ridge. Habe ich noch nichts gehört. Und ich habe verdammt nochmal recht, was die Höhlen angeht. Die sind nicht sicher. Irgendwelche Art von... Ach, keine Ahnung. Großes Ding mit Krallen. Ich bin kein Tierwissenschaftler. Ich will endlich von diesem Felsbrocken runter. Arbeitsordner wurde abgeschlossen. Diese Station wird stillgelegt und abgesperrt. Es sei angemerkt, dass der leitende Ingenieur Franklin Wolkowitz bei einem Arbeitsunfall mit feindlichen gesonnenen Tieren der Welt in den Höhlen von Devil's Peak ums Leben kam. Es sei weiterhin angemerkt, dass Mr. Wolkowitz Beschwerde bezüglich der Gefährlichkeit der Tierwelt von Terra 1 aus den Protokollen gestrichen wurde. Aha. Vorstand Helsin, Holding. Okay, das ist die... Die hatten wir schon mal. Ich gehe noch drauf bei dieser Dämlichkeit. Das weiß ich. Er sagt, in Amber Heights gibt es mehr Bits, als wir je ausgeben können. Aber die Arschlöcher in den Anzügen haben es schon aus dem Fenster geschmissen, haben Bücher und Vasen und hübschen Scheiß gekauft. Bücher kann man verdammt nochmal nicht essen. Und jetzt schauen's an. Vor allem Kammern, von allen Kammern, in denen man sich verstecken und Wunden lecken kann, haben wir die gewählt, die sich selbst verschließt. Fühlt man sich wie ein Plünderer, wenn man die Wände wegbuddeln will. Aber wir müssen hier raus, bevor wir verhungern. Das wird nicht klappen, aber Nelson versucht uns Hoffnung zu machen und ich habe nicht die Energie, mich mit ihm zu streiten. Scheiß auf diesen Brüant. Zu große Augen, zu kleine Magen. Aha. Ja, war schwierig. Sora zurückkehren, alles klar. Dann kann ich jetzt mit Fug und Recht behaupten, dass wir eigentlich nur noch das hier haben auf der Karte. Gut. Dann Amber Heights. Wenn wir mal mit Sora... Aber müssen wir dann eh noch schauen, dass wir dann vielleicht Rose... Ja. Werden wir mal sehen, was die so zu sagen hat jetzt zu der Situation. So, einmal speichern. Welcome back. You find anything out there? Ja, habe ich. Ich habe eine Box Datenmodule gefunden. Nur ein Haufen Schrott, alte Datenmodule und so. Let's see. These are old. Looks like correspondences between the pirates. Some bits here, some there, some... Wait. This one's got the Amber Heights gate code on it. Just like the one I found earlier. And here's...
A letter. Wait, this is from Graham. Oh, of all the... Captain. He gave them the gate codes. Graham ist jetzt nicht für seine Rationalität bekannt. Er muss wohl Manager unbedingt er musste wohl die Manager unbedingt ausschalten. And their families? And all the hired help? I know he's got his head in the clouds, but I always believed there was a core of good there. What the hell happened to live and let live? Thank you for bringing this back, but I need some time. I gotta think. I'll let you know if I figure something out. Go take a walk, Captain. I'll find you once my head's on straight. Ja. Können wir jetzt vielleicht mit Graham nochmal kurz quatschen diesbezüglich einfach? Ich wusste schon vorher, dass es war. Greetings, friend. Amber-Heiz-Massaker verantwortlich bist. When I founded the Iconoclasts, I did so amidst the ghosts of this planet's past. Since then, many have asked me, why here? Were you involved in the massacre? Was that some gruesome plot to clear a path for my dreams? My response to you is the same as to all others. The death of MSI was an incidental tragedy. I'd have walked this path with or without it. Du weißt mehr aus. Du hast Piraten auf Unschuldige angesetzt. Das glaube ich nicht. Sie wollten den Planeten verlassen, aber du hast sie trotzdem umgebracht. Wie kannst du damit leben? Du hast sie ermordet. I did no such thing. Their deaths came in the night while I slept in Stellar Bay. And regardless, we're discussing a past long since left behind. Those ghosts still haunt me. But they needn't curse my people. When the entire colony has embraced our truth, perhaps then the perpetrator will come into the light. Until then, it does us no good to dwell on past mistakes. Aber warum? Warum hatten sie den Ton verdient? Nur der intellektuelle Debatte halber, warum könnte der Übeltäter es getan haben? Ich schätze, das gibt Sinn. Es war vor langer Zeit und seitdem hast du viel für Monarch getan. Na schön, tu weiter so, als wäre alles in Ordnung. Es würde deine Leute einfach verzeihen. If I were the type of man to make that decision, and I assure you I am not, I'd have to be so obsessed with dismantling their regime that I'd turn to desperate measures. I have since learned that their mistakes will end them in time and that we will persevere where they do not. But back then, suffocating under that oppressive culture, I can understand a lesser man than myself making a terrible, ghastly mistake. Ein Massaker als grausigen Fehler zu bezeichnen, ist ein wenig untertrieben, findest du nicht? Also dachte eine jüngere, dümmere Version von dir, sie tut der Welt einen Gefallen? Du weichst der Frage aus, warum hatten sie es verdient? If MSI had abandoned this place and taken to Terra 2, any hope for our salvation would have been lost. Here, without the shackles of the Halcyon board, we are free to grow as the universe intended. Had we fled with MSI, our spirits would have withered. You've seen that withering yourself. The colony is dying. The massacre of Amber Heights, unfortunate as it was, presented the slim possibility of saving the souls of Terra 2. Here we are, poised to do just that. Ja, du kannst nicht Ankläger, Richter und Henker spielen. Deine Leute werden das anders sehen. Halcyon braucht mehr Leute, die das Heft in die Hand nehmen. Ja, ich vermute, deine Leute werden das anders sehen. If that's the case, they are free to say so. And I will take their opinions into consideration after we've accomplished our goals. For now, our sights must remain on spreading our message. Let us speak no more of this. Greetings, friend. Ja, es ist schwierig. Wieder einer von denen, ja, tötest den, lässt ihn nicht töten. Hast du noch was zu sagen? Go take a walk, Captain. Nee. I'll find you once my head's on straight. Sie kommt zu mir. Okay, dann schauen wir mal. Tagebuch.
Kehre zu Ash zurück. Das könnte man noch schnell machen. Der ist doch eh da hinten. Oder? Ja, genau. Mhm. Schauen wir mal. Gehen wir mal zu ihm hier und sagen ihm... Why couldn't you leave well enough alone? There was no reason to tell her I'm alive. Now you screwed up everything. Why couldn't Also you war sie schon leave da. well enough alone? There was Oh. no Mal. Oh, Nyoka, how have you been? Nothing on this moon for nobody. Just a lot of heartbreak. Ich habe Lamors Leiche gefunden. You know, a tiny part, a damn stupid part of me hoped he was still out there. What happened? Sich ein Ticket von dem Planeten runtergekauft und wurden angegriffen, als sie darauf gewartet haben, dass man sie abholt. Die Details kenne ich nicht. Na doch. Damn. Well, you find our box of memories? Ja. Tja, die Sache ist die, ich habe eine Mitgliederliste in den Außenpost gefunden. Du stehst da nicht drauf. Well, ain't you clever? Fine. I was supposed to pick him up that night. Thing is, another offer came along. Bit more lucrative. Du hast sie im Stich gelassen? Wir sind da draußen gestorben. Versteh ich schon. Ehrlich gesagt hätte ich wahrscheinlich das gleiche getan. Ja, wahrscheinlich. Lass mich raten, im Kästchen sind keine Erinnerungsstücke. Surely ain't. But it'll buy me some better ones. Look, I like your gumption. I was gonna share the bits, but here's a couple extra. Now go on. Leave an old man to his past. Na, okay, ich verschwinde. Hast du noch was zu If you sagen? got in your mind that I want company, you're wrong. Nothing on this moon for nobody. Just a lot of heartbreak. Na, das stimmt. Ja. I won't decline it. So, you know about the ocean? It's where the monarchists keep their salt tuna. Ich habe ihn in Stella Bay gesehen. Wusste gar nicht, dass es ein Ozean ist. Goes all the way around the moon, at the twilight band. On one side, the volcanoes at the hot pole, on the other, the storm wall of the cold pole. Nobody knows how deep it is. Never needed to. The salt tuna keep near the surface. What's more interesting to me is the tides. Wenn Monarch immer mit der gleichen Seite nach Olympus zeigt, wo kommen dann die Gezeiten her? Nobody's asked me that before. The way I hear it, it kind of wobbles back and forth. The ocean sloshes side to side as it does. On account of how big Olympus is, the tides are monsters. When it's low, the ocean pulls back miles. When it's high, entire islands go under. It ain't so bad in the bay. Likely why they built a city here. But one morning I've gone a ways east. Tides are out, and off in the mud I see something catching sun. Wenn du jetzt versunkene Alien bin ich enttäuscht. Wenn da gewesen wäre, wäre ich nachgucken gegangen. Then we ain't so different, because I laced up my boots and struck out. Standing out there in the mud, miles from any place, is a circle of silver columns. 6 of them, about 2 stories tall, seamless metal. While I'm standing there in the middle of them, my ears start pounding and I see shapeless things out of the corner of my eyes, gray, disappearing when I look straight at them. Mhm. Medizin, Wissenschaft, das klingt nach Infraschall. Trommelfälle und Augäpfel vibrieren. What kind of gobbledygook you talking? Alls I know is I was scared half out of my brains. About then, while I'm cussing into the dark miles from shore, I realize there's another sound in the distance. A roaring off in the night. The tide's coming in. Aber ich glaube, du hast es überlebt.
That's exactly what I said at the time. It gets up to my chest before I start outpacing it. But I didn't stop running until I was on something real damn tall. The weirdest thing? I went back the next low tide. Flew out with an AG loader. The columns were gone. And I've never seen them since. Mhm. Sicher, dass du an der gleichen Stelle warst? Sure as I can be. The moral is, the tides here will kill you if you ain't careful. So stay the fuck away from the water. Hm. Ja, coole Geschichten auf Ding, ne? Ja, Informationshändler. Könnte man eigentlich machen, dass wir ein bisschen weiterkommen, weil es kann sein, dass wir da eh nochmal weiter müssen. Oder, was ich mir auch gerade noch überlegt habe, während er das seine Geschichte erzählt hat, das Grab. Das ist nämlich hier unten. Noch kurz bevor wir hier rüber gehen. Aber... Können wir dann von da ausgehen. Okay, dann machen wir zuerst hier Reisen Monarch. Zum Delta Peak. Und von dort aus weiter. make such a big thing out of hiking? Once you're up, you just gotta go down again. To be honest, I'm surprised it's still standing. Every time I set foot inside, I half expect the tower to fall over. Mhm. Mit denen habe ich schon geredet. Das heißt, ich kann ja eh dann nur hier rein. Gut, dann gehen wir rein. Ist das jetzt groß oder klein? Überschaubar. You may not realize this being as you're an outsider, but the blaring alarms indicate the station's on lockdown. Which means you can't ever get to me. So leave already. Can't? We'll see about that. That's a nice warm-up. Okay. Okay. Da sind doch noch Bösewichte unterwegs hier. Verkaufsautomat. Oh, das könnte ich mir gleich zunutze machen. Jetzt lass mich hier aber erstmal kurz ein bisschen was einsammeln. Ain't gonna budge while this place is on lockdown. Guess we keep moving forward. Look for another way up. Schrott verkaufen. Boah, 5000 bringt es. Ja, so kann ich aber hier mit nichts anfangen. Nö. Dann. Ja, aber hier wird hier jetzt mal ein bisschen die Plünderer plündern. Tja, das war irgendwie nicht so schwer. Ich hasse es, wenn nichts drin ist. Elite-Soldaten Körperpanzer aufheben. Oh. Schade. Schaden durch hinterhältige Angriffe plus 10, okay. Bemerk, Installation des Klimatisierungssystems und zugehörigen Schlüsselkarten. Barb. Das neue Klimatisierungssystemterminal ist jetzt auf der oberen Ebene im Betrieb. Glückwunsch. Du hast die Konzernleitung deswegen genervt. Jetzt darfst du es verwalten. Betrachte dies als offizielle Anweisung. Die Zugangskarte tief in deiner Schublade zu vergraben, tief in irgendeine Schublade zu vergraben. Am besten irgendwo in den Archiven oder in einem anderen beliebten Bereich der Station. Ich werde nämlich ganz bestimmt nicht zulassen, dass die Effizienzwertung der Station aufgrund irgendeines nutzlosen Sicherheitssystems in den Keller geht. Wag es nicht, das System auch nur zu testen. Der Alarm bringt dein Trommelfell zum Platzen und solltest du versehentlich die Feuerlöschanlage betätigen,
geht dem Raum schneller die Luft aus, als du einer vernichtenden Stationsevolution werden. Okay. Okay. Ich weiß, glaube ich, schon... Entschuldigung. Ich wollte dich nicht beim Kacken stören, aber... I'm so sorry. Oder beim Pinkeln. Hat sich sogar hingesetzt. Keiner da? Merkwürdig. You out there, whoever you are, yes, I can see you. Come here and talk to me, base to intercom. Mhm. Hat er sich eingesperrt? Hat der sich da eingesperrt, ha? Ich wollte die Kiste hier noch mitnehmen, bevor irgendwas passiert. I can't tell if you're brave or simply touched in the head. What in the galaxy are you doing sniffing around my station? Unless you are, in fact, trying to suicide by Marauder? And you, Nyoka, what are you doing lugging a stranger into my station? You could use the socialization, you son of a bitch. Also, she hired me. To what purpose? I happen to have some significant problems I am dealing with right now. Marauders, running out of purple berry wine 3 days ago, not being able to bloody broadcast. No. We'll deal with information-related business later. As I said, there are bigger problems threatening my life and livelihood at this very moment. The Marauders want me dead. And since my hired hands have clearly turned idle, it appears I need you to clear out the threat. As my newest contractor, you may call me the Broker. Or we can call you Hiram, on account of that's your damn name, and doubly on the account of the broker being a dumbass alternative. What? Everyone calls me that. Aside from you. Warum ich? Na gut, Händler. Ah. See, Nyoka? I barricaded the broadcast center, but I can only hold out for so long. Clear the Marauders out, and I'll pay you double the going rate. They destroy the transmission equipment, and I'll be out of business. The elevator and doors to the second floor are back online. Hurry before I have to lock them down again. Wie viele Plünderer befinden sich in der Station? Too many, considering I hired a bunch of no-good mercs to keep them out in the first place. Already, they've caused considerable damage to the station's property. If they take down the broadcast equipment, I'll be out of a job, permanently. Mhm, was ist dabei für mich drin? Aside from the bits I'll be paying you, Mhm. you said you wanted something from me. Something information-related. I'll give it to you, in person, once I'm safe. Okay. Ich schau mal, was ich tun kann. Oh ja, sind noch nicht rein, oder? You got any more fingers, Captain? Ja, wo ist der andere dann? Wahrscheinlich in dem Aufzug. Komme ich so oder so nicht zu ihm hin. Ja, da ist auch noch ein bisschen was zu looten. Gut. Eliminiere die Plünderer. Und wie komme ich da hin? Hey, elevators to your right. Get ready. Ah, okay. Ups. Tagesstruber. Ach stimmt, wir haben ja gesagt, wir machen... Ah, okay. Das zuerst. Bevor. Ich will ja mein Versprechen halten. Ja. Ja, wir machen das jetzt zuerst. Ist mir nämlich gerade eingefallen in dem Gespräch. Weil, ist natürlich schon ein bisschen länger her, dass
die Aufnahmesession hatte, wo das vorkam. Deswegen würde ich doch lieber gerne erstmal noch kurz da zu dem Grab hin. Weil die 7 Leute, die können da auch noch warten, kurz auf uns. Würde ich jetzt behaupten. Kann ich von irgendwo anders schneller hinkommen? Hier von hier. Wahrscheinlich. Ja. Ja, ist ungefähr gleich weit, nur ich bin hier gleich oben und muss nicht irgendwelche Schleichwege runterlaufen. Ich finde, das bin ich hier schuldig. Also sie hat gesagt, ja, sie verfolgt, folgt uns, nicht verfolgt uns. Folgt uns quasi nur, wenn wir sie dann auch dahin bringen. Und das will ich vorher machen. Bevor wir die Hauptquest weitermachen. Ja. So ist der Plan. Oh Gott. Ich würde sagen, die sind tot. Raps. Let's clear this sulfur-sodden fucks out so Hayes can rest in peace. Score, Cap! Time for a drink? Mhm. So. Dann sammeln wir mal das Zeug von denen an. Ist sonst hier irgendwo was? Nö. Oh. Ja. Nahe an der Oberfläche von Hayes Grab steckt ein kleines Kästchen. Die Scharniere sind durchgerostet und das Holz ist fast völlig verrottet. Es zerfällt dir beinahe in den Händen, aber daran findest du ein angelaufenes Silbermedaillon mit der Inschrift Sharon. Auf dem von Kreaturen und Schwefel gleichermaßen zerfressenen Grabstein lässt sich mit Mühe und Not eine Inschrift entziffern, in Stücke gerissen bei dem Versuch, das Richtige zu tun. Ja. Hayes was the best self-sacrificing son of a saint I ever met. Halcyon is worse off without him. Now, if we're gonna lure the Manta Queen out, we'll need to find Rebecca and Anders. They took a UDL contract on Terra 2. We never heard from them again. Think it's time I call in a favor with Hiram. If anyone can track them down, it's him. Moment, ein Moment, von dem UDL-Auftrag? I don't know much about it. It paid well, so they took it. They said they'd be back in a couple of weeks and that maybe we could all use the money to get off Monarch. That was a long time ago. Du hast nie versucht, sie zu finden? I should have. I really should have. But soon after they left, Hayes and the others died. And to be honest, after him, I stopped trying. Because it hurt like hell to do so. Zumindest, ich finde es zumindest gut, dass du dich nicht dich jetzt der Sache stellen willst. Thanks. I'm still not convinced I won't come to regret it, but we've started down this path. Might as well see it through. Maybe it'll stop me screaming at night. Now come on, let's make tracks before Hiram dies of old age. Alles klar. Bitte Hiram um Hilfe. Das ist eh der Peak. Ah, schau her, weil dann sparen wir uns das nämlich schon. Können wir eigentlich hier... Weiß Monarch, aber wir gehen jetzt trotzdem hier erstmal noch schnell hoch. Oh, die Pilze, die sind aus Stein. Da kommt man nicht vorbei. Ich höre wieder was. Butzi, butzi, butzi. Butzi, butzi, butzi. Da hinten sind Plünderer. Oh, eine Königin. Oh, alles klar. Oh.
Au, 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 au. Ah, die sind ja auch noch da. Ah, lecco mio. Ja, das war wohl nicht so gut. Going silent. Ja. Ja, gut. Wenigstens hat er hier gespeichert. Dann gehen wir vielleicht doch dann erstmal von da dann hoch und machen dann das da platt. Dann gehen wir doch wieder zum Gipfel. Ja, ja. So. Tagebuch. Müssen wir erstmal das hier machen. Entschuldigung, aber das musste sein. Schau mal, dann kann ich nämlich gleich mit ihm reden. Ah Gott. Das war, glaube ich, gerade zu viel auf einmal. Ich sag ja, einmal nicht aufgepasst und schon kriegst du auf die Fresse. Hier ist der Aufzug. Dann wollen wir mal. Hi. Keine Aufzugmusik. Schade. Mhm. Ich sammle gerne das Zeug ein. Ah. Shit. Ist doch ein bisschen größer, als ich dachte hier. Hm. Da ist doch die Kiste im Schrank. Also im Regal. Alles mitnehmen. Ah, es lohnt sich schon. Ein Terminal. Komme ich da auch so ran? Ich speichere jetzt mal schnell. Ah, okay, hätte mir auch... Kann ich nichts mehr machen, oder wie? Jetzt sind sie aber alle tot, oder? Auch die oben dann. Hoffe ich. Gut. Da kommen wir her, oder? Nein. Gipfel. Nein, da müssen wir noch nicht hin. Gut, hier waren wir schon. Dann da hinten lang. Hinten rum. Mal gucken. Oben. Vielleicht sind sie ja erstickt. Jawohl. Aber es gibt ja keine Erfahrung bei sowas. Das ist halt dann ein bisschen blöd. Ja. Ja. Ah, Marauder free at last. I'll get the door. You hurry on it. Hiram. Alles klar. Darf ich hier nehmen? Ah, perfekt. Dann nehme ich natürlich erstmal alles. Bevor ich mit ihm rede. Das ist viel besser.
Übergang Release, okay. Ja, das lohnt sich, glaube ich. Nice going. Ja, definitiv. Bitmodul über Bitmodul. Hier noch irgendwo was stehen? Nein. Aber dann können wir gleich mit dem reden. Speichern. Never thought I'd be ecstatic at having the walls painted in blood, but seeing as it's not mine, I'd say this calls for a celebration. My compliments on your improvised utilization of the fire suppressant system. I would expect nothing less from one of Nyoka's associates. As usual, I'll take that as a compliment. Of course. This ought to square our debt. One hefty payment for a highly valued service rendered. But I admit, I do wonder why Nyoka has brought you to me. Allow me to pose my question in another manner. Why, in the nebula, are you here? Mhm. Es ist nicht gerade leicht, dich zu erreichen, Informationshändler. Ich suche nach einem gewissen Informationshändler. Du weißt, weshalb ich hier bin. Können wir die Unterhaltung fortsetzen, die wir über die Sprechanlage begonnen haben? Nyoka braucht einen Gefallen. Ja, das mal zuerst. Oh, great. I love doing pro bono work for friends. Aw, you called us friends. I'd normally entertain your self-aggrandizing delusions, but this time it's important. Important to you is not the same as important to me. Although I do recognize that you may have earned some goodwill during your months laboring for me. Was machen wir denn? Überzeugen, sie ist eine Freundin und sie braucht Hilfe. Du bist der Einzige, der ihr helfen kann. Einschüchtern? Nee. Lügen? Nein. Tug on my heartstrings, why don't you? Look, I'll do what I can, all right? Rebecca Hodges and Anders Wadsworth. They took a UDL contract back when Monarch went to shit, and I need to find them. I believe them to be on Terra 2. If UDL hired 2 hunters back then, it would have been for creature clearing purposes round one of their Spacer's Choice outposts. These are the coordinates for the outpost under the last UDL contract. Now scram. And, good luck. Venus hat mich geschickt. Er muss wissen, wodurch Chemikalien empfinden. I knew it was only a matter of time before he came a-knocking. Look, I might be late, but I fulfill my contracts, always. Oh, you do you? I have lost track of the number of beers you owe me for chasing raptidons off your stoop. Careful, I know that line. I use it all the time. I take offense to that. Look, okay. Just, it might take me a while this time. Und warum? I am awaiting but a single incoming transmission containing the information we desire. But MSI and the Iconoclasts are clogging the airwaves from Stellar Bay and Amber Heights. In their war against each other, they're scrambling each other's outgoing transmissions. Luckily, however, the Iconoclasts have now gone silent. You wouldn't know anything about that, would you? Naja, schon. Naja, schon. Then you've my impressed gratitude. Still, we need to get MSI off the airwaves. I will leave the means to that particular end under your discretion. Oh. Und warum ist das ein Problem? The bandwidth! There's too much blasted background noise. Nothing gets through but their local broadcasts. Which of course has inadvertently affected the incoming port and my livelihood. Können wir ihn nicht von der Station aus den Saft abdrehen? No, they're jamming the limited frequencies we have at our disposal. Nothing extraplanetary can get in or out until the frequency pollution thins out. The safest bet is to convince Sanjar and MSI to stop transmitting on their end. Und wo in Stellar Bay? My former partner, Sanjar, transmits from his office in MSI's headquarters in the center of town. Don't let him try to fool you. While his messages might seem like gibberish, they are in reality coded business orders to off-world companies.
I understand why he needs the bandwidth, but we had a deal and he's broadcasting ceaselessly. Mhm. Erzähl mir über die MSI und die Ikonoklasten. Graham and his iconoclasts believe anarchy is the way of life. Sanjar opposes it, as he's taking strides to corporatize Stellar Bay. Ja, ich werde sie schon zur Vernunft bringen. You do that, I'll be here, waiting on the receiving end. Luck be with you. I have a feeling you'll be needing a pinch of it, plus a vat of patience. Du bist Infohändler, was ist das? Is that a trick question? Because to answer it, you'd need to pay me. Of course, I could offer you a vastly more interesting bit of data instead. Try me. Ask me anything you'd like. I'll even offer it for free. We'll call it an exchange for your help with the broadcasts. Ask me what you will. Reden wir über den Vorstand. Ich interessiere mich für MSI und die Ikonoklasten. Was kannst du mir über Feines sagen? Oder Phineas? Übertragung von der Erde erhalten. Not much, admittedly. Irgendwas musst du ja über ihn wissen. Phineas has been in hiding for the past 35 years. He got in touch with Nyoka first, who I use as a physical go-between. The rest is history. As far as what's between us, I mean. Outside of that, well, that's a raptidon of another color. Ich höre. I do know this much. There is a sharper side to the good scientist than you'd expect. If allegations are to be believed, the experiments he conducts for the greater good are in fact treasonous and for self-gain. I am not convinced as to the validity of these allegations, considering the source, but I am also not unconvinced either. Luckily for you, I am a veritable font of information. Die MSI und die Ikonoklasten? They are a curious lot. Insufferable. And short-sighted, too. What else do you wish to know? Ich könnte schmutzige Geheimnisse von Senor Nadi gebrauchen. Sanjar is not actually at fault for his past performance reviews, but he can keep hunting for loopholes to get back on the board for the next century. He'll never be reinstated. Not in his lifetime. For Nebula's sake, even with the loophole I gave him, he's only in charge of MSI because every other exec died during the massacre at Amber Heights. Was meinst du damit? I gave Sanjar and Graham legal information that would allow MSI to own Terra 1, once the other corporations had abandoned the planet. The execs had their concerns, but before the matter could be resolved, pirates raided their homes in the night. Und Graham? Some say Graham suffers from nightmares that leave him sweat-drenched and screaming. I would assume it stems from the friends and family he lost in Amber Heights all those years ago. Was hat er eigentlich mit der Sache zwischen MSI und den Ikonoklasten auf sich? You mean between MSI, the iconoclasts, and myself? I bet neither of those megalomaniacs told you I was the true mastermind behind Monarch. Back when the colony was still Terra 1 and corporations were abandoning us left and right, I'm the one who approached Sanjar and Graham with the means to our salvation. I offered them a legal way to take control of the planet. If MSI were the only corporation here, they could claim sole ownership. Also müsste MSI hier bleiben, wenn die anderen Konzerne von hier verschwinden. Aha. Du bist also der Kleber, der sie zusammengebracht hat. Hast du Herzensgüte getan, was? Precisely. The other corporations were fleeing because of the hazard clause declaring Terra 1 uninhabitable. But MSI had lagged behind, giving Sanjar and Graham an opportunity. Take over MSI, stay here while the other corps left, take over the planet. Du bist also der Kleber? Precisely. Without me, they never would have done more than play Revolution in hushed whispers over scuzzy kale ales in the tavern. Thus, the bargain was struck. They could run MSI while I would operate Devil's Peak Station. Unfortunately, relations have soured over time. Warum ist die Partnerschaft gescheitert? Competing ideologies. Graham believes Sanjar has become corrupted by the corporate lifestyle,
that he is now similar to the original corporate executives they sought to reform. And Sanjar has learned the hard way that Graham is quite morally gray. Luckily for you, I am a veritable font of information. Hast du Übertragungen von der Erde erhalten? What? No. Why would I go out of my way to intercept messages from Earth? There's no market for them. No buyer means it's not worth my time. Now, if you wanted me to intercept a certain one, that might be worth it for the right price. Reden wir über den Vorstand? There are so many members. Do specify. Hast du kompromittierende Informationen gegen den Vorstandsvorsitzenden in der Hand? If you try to cite me on this, I will deny. Do you understand? What I am about to reveal is the sort of information that gets a body disappeared. MSI's ownership of Monarch is technically legal, but it would give MSI too much power on the board to grant them such status. Also verteufelt der Vorstandsvorsitzende Monarch, anstatt sie in den Schoß der Familie zurückzuholen. Exactly. But you didn't hear so much as a whisper of such from me. Luckily for you, I am a veritable font of information. Sind wir endlich fertig hier. How low you seemingly regard my trade. Suchen nach einigen Informationen. I Bekommen may wir have a wahrscheinlich noch secret ins for you. andere rein. For the right exchange. Okay. How low you seeming. Be a doll and shoot any marauders you spot on the way down. Neues Level. Gut. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Würde ich behaupten. Genau, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, Cheerio und tschüss.